Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In diesem Video gehen wir auf das Thema ein, warum deine dritte Auge-Praktiken, deine Visualisierungen hier im höheren Zentrum nicht so fruchten, wie du das gerne haben möchtest, nicht so, wie die Gurus dir, von denen du die Videos geschaut hast, womöglich erfahren hast, dass man mit dem dritten Auge gut visualisieren, anziehen, Projektionen aus höheren Sphären bilden kann, um sich das anzuziehen, was man gerne haben möchte. Was ist jetzt genau die Kernessenz? Sind die anderen im Unrecht? Haben sie irgendwas rausgehauen, was jetzt im Endeffekt nicht stimmt? Meistens kommen diese Quellen ja aus Büchern, aus irgendwelchen altertümlich erscheinenden Bildchen und die Grundlage davon ist wahr. Die Frage ist nur, ob du schon deinen Energiekörper, deinen energetischen Körper soweit aktiviert hast, um überhaupt mit diesen Techniken arbeiten zu können. Denn das ist ja so, als ob du vorhast, einen Marathon zu laufen und du hast überhaupt nicht trainiert und dein Ziel ist es, als Erster ans Ziel zu kommen. Wirst du dir ganz schnell zusammenreimen, dass das so nicht funktionieren wird. Dass du für einen Marathon schon für das Ziel, du wirst als Erster ans Ziel ankommen, entsprechend trainieren, üben und Fortschritte machen musst, um überhaupt dieses Ziel erreichen zu können. Ist es realistisch, als Erster ins Ziel zu kommen? Überhaupt? Ja, denn alles ist möglich. Das ist belegt, das ist ein Gesetz. Die Frage ist, was musst du tun, um dahin zu kommen und vor allem darüber hinaus als Erster ans Ziel anzukommen. Deshalb mache ich dieses Video, um dir nochmal deutlicher zu zeigen, wie wichtig das ist, bevor du überhaupt mit höheren Zentren arbeiten möchtest und dir solche Erfolge versprichst, wie wichtig da die Arbeit mit dem Energiekörper ist, mit deinen energetischen Gesamtkörpern. Davon gibt es 3 Hauptkörper. Und heute werde ich jetzt nicht auf sehr viele Bereiche davon eingehen, sondern auf die wichtigen 3. Und zwar haben wir einen linken Kanal, der für die weibliche Energie, für den weiblichen Energiefluss, sage ich jetzt mal, zuständig ist. Okay, wenn Frau, Mann dir jetzt irgendwie fremd sind als Begriffe, dann nenn das jetzt meinetwegen Minuskanal. Und der rechte Kanal ist der Pluskanal. Das ist der klassischerweise bezeichnete männliche Kanal, Sonnenkanal, während der linke Kanal der lunare Kanal ist, also Mondkanal. Und du musst dir vorstellen, dass da Energie fließt. Von unten nach oben, von oben nach unten in einem Gleichgewicht. Was in der Mitte ist der Sushumna-Kanal. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, von irgendjemandem eine Meditation zum Sushumna-Kanal mitgemacht. Vielleicht hast du schon mal Yoga praktiziert und kennst diese Begriffe. Und wenn Yoga für dich nicht einfach nur Sport ist, dann kennst du bestimmt schon diese 3 Begriffe. Warum ich überhaupt heute darüber spreche? Ich möchte jetzt nicht zu sehr tief ins Yoga-Wissen einsteigen und es geht mir nur darum, ein Verständnis dafür zu schaffen, dass die Energie von deinen unteren Energiezentren, in denen du hauptsächlich in deinem Alltag schwingst, das sind so, sage ich mal, die Maya, die 3D-Realitätsprogramme, mit denen wir im Alltag unterwegs sind, wie wir bewerten, wie wir beurteilen, wie wir vergleichen, wie wir unser Erlebtes emotional und verstandesgemäß verarbeiten. Die ganze Information, wie wir mit Beziehungen umgehen, wie wir reagieren, all das ist in den unteren Bereich gespeichert. Und damit du erfolgreich manifestierst, musst du diese Energie, also dein Bewusstsein aus den unteren Zentren in die oberen bringen. Das ist das, wovon die ganzen Gurus jetzt mittlerweile so irgendwie gerne erzählen. Und ich bin da mit fein, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde das auch gut. Aber die Schwierigkeit dabei ist, von unten nach oben safe durchzukommen. Also, dass du das überhaupt schaffst, genug Energie, Magnetismus, erstmal durch die 2 hauptsächlichen Zentren durchzuleiten. Einmal hier im Solarplexus, ein Kraftwerk, unser Powerbank, sage ich gern dazu, und unser Herzzentrum. Überhaupt, krass ist das Magnet überhaupt. Christusenergie, Licht, ja, also Empathie. Und dass du da durchkommst, durch die Halsbrücke, was ja an sich auch ein interessantes Zentrum für unsere Gesellschaft ist, weil dort sowas viel gespeichert ist von eigene Wahrheit ansprechen, sich klar ausdrücken, strukturieren, Selbstverantwortung. Ja, Manifestation bedeutet nicht nur, ich schreibe mir was auf oder stell vor und setze mich auf die Couch. Es setzt auch voraus, dass man sich auch mal Pläne macht, Gedanken, dass man Zeichen lesen kann und Action Steps, wie man zu seiner Manifestation überhaupt kommt. Und das waren die Strukturen jetzt in der Mitte, ne? Sushumna, hinten an der Wirbelsäule ein Kanal, ein leuchtender Stab,
wenn du so einen Bambusstab von unterster Steißbereich bis hier an den Kopf irgendwie durchleiten würdest, ist das die Leitung. Und stell dir vor, links und rechts gibt es Ida und Pingala, das sind die Kanäle, die ich am Anfang angesprochen habe. Und da zirkuliert es, da kommt diese warme von rechter Seite, kalte Energie von der linken Seite. Die beiden zirkulieren in einem bestimmten Verhältnis, müssen Harmonie und Einklang sein, damit du in Sushumna überhaupt die Kraft generieren kannst, von unten nach oben zu kommen. Also über das Niveau deiner Programme, deiner Glaubenssätze durchzusteigen, um hier überhaupt anzukommen. Kommen wir wieder zu den Gurus zurück, um die Projektion, den Zugang zu den Welten zu aktivieren, wo du in Höchstgeschwindigkeit, in Quantensprung manifestierst. Also falls du dabei bist und dich fragst, okay, wie schnell geht das und kann ich das überhaupt, empfehle ich dir, lege ich dir wirklich sehr nah ans Herz, erstmal mit deinen Kanälen zu arbeiten, mit den unteren Zentren, wenn du nicht bereit bist, mit allen im Einklang, Gleichheit und so weiter zu sein, dass du dir zumindest auf unterer Ebene was anschaust, durcharbeitest, Paralleltechniken zu oberen Zentren machst, aber dir auch bewusst machst, wenn du Marathon laufen möchtest und dich nicht vorbereitest, wirst du in seltensten Fällen als erster, schnellster, weitester da ankommen. Was sagst du zu dem heutigen Video? Hast du schon überhaupt von den Kanälen gehört, die ich heute erwähnt habe? Hast du über Energiezentren nachgedacht, etwas darüber gelesen oder damit schon gearbeitet? Das würde mich gerne interessieren und wie du persönlich für dich manifestierst, ob du mit dem dritten Auge arbeitest, das würde ich gerne wissen. Schreib mir gerne in den Kommentaren und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!